Der Blick auf die Fastenal-Aktie, der lohnt sich heute besonders, denn ihnen bricht das Momentum weg. Das ist eigentlich ein beliebter Dividendenwert für viele Investoren, seit Jahren schon profitabel, zahlen seit Jahren Dividende und wir schauen uns heute an, was mit der Fastenal eigentlich los ist. Wir gehen durch alles durch, was du für eine klare Investmententscheidung brauchst. Das aktuelle Geschehen, das Geschäftsmodell, die Profitabilität, die Belohnung für uns Aktionäre in Form von Dividendenrückkäufen und des Total Returns. Wir gehen auf die Sicherheit ein, auf die aktuelle Bewertung und was eigentlich das Fair Value wäre. Und dann vergleichen wir Fastenal mit Wettbewerbern, die ebenfalls Distributoren für die Industrie sind. Also bleibt dabei, es wird spannend. Und wie immer ist das hier auch keine Anlageempfehlung. Entscheidet bitte immer selbst, in was ihr investiert und analysiert die Aktien gut. Da ich in dieses Video wie auch in alle meine anderen Videos enorm viel Arbeit reingesteckt habe, würde ich mich sehr über ein Gefällt mir freuen. Das motiviert mich immer, weitere Videos zu drehen und ich habe da auch sehr viel Freude bei. Abonniert auch gerne meinen Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Die Fastenal liefern alles, was Industriebetriebe typischerweise so brauchen. Schrauben, Handschuhe, Reinigungsmittel, Werkzeuge, Elektrokomponenten, Klebebänder und hunderte von weiteren Kategorien. Das klingt banal, ist aber ein Milliardenmarkt. Denn ihr eigentlicher Wert liegt nicht in den Produkten selber, sondern in der Versorgungssicherheit. Denn Fastenal, die sorgen dafür, dass die Fabriken nie stillstehen, weil eine Schraube oder ein paar Handschuhe fehlt. Dafür nutzen sie 3 Säulen, die Kunden extrem stark an sie zu binden. Erstens sind das die automatisierten Vending-Systeme, die den Verbrauch auch in Echtzeit tracken und selbstständig nachbestellen können. Zweitens sind das On-Site-Lösungen, das sind kleine Fastenal-Lager direkt vor Ort beim Kunden und sogar Fastenal-Mitarbeiter, die dafür abgestellt sind und alles organisieren. Drittens führen sie noch ein datengetriebenes Bestandsmanagement, das die Lieferketten glättet, immer für die optimale Supply Chain sorgt und damit auch Kosten reduziert. Dazu kommt noch eine eigene Fertigung auch für Spezialteile, was unabhängiger macht von Zulieferern und höhere Margen bringt. Mit über 3600 Standorten in 25 Ländern und über 2000 On-Site-Locations, da sitzt Fastenal schon tief in den Prozessen der Kunden, sind dort drin verwurzelt und genau daraus entstehen halt stabile, wiederkehrende Umsätze und eine beeindruckende Resilienz. Rund 60% ihrer Umsätze laufen dabei über diese digitalen Lösungen, aber neben den eben dargestellten Supply Chain Optimierungslösungen wie Faststock, Fastbin und Fastvent, diese Automaten, die bereitgestellt werden beim Kunden. Daneben haben sie auch noch einen Online-Shop und betreiben Zusatzmaterialien auch noch über ihr E-Business. Das Ergebnis daraus ist vollautomatisierte Nachbestellung, glasklare Verbrauchsdaten und das, was die Kunden zusätzlich benötigen, können sie jederzeit zusätzlich bestellen, alles aus einer Hand von einem Distributor. Und damit haben sie einen recht stabilen Kundenstamm, denn 95% aller Umsätze stammen von Kunden, die mehrere dieser Kanäle auch gleichzeitig nutzen. Der CEO, Dan Florness, der bringt nochmal Fastenals Strategie so richtig auf den Punkt, denn sie möchten nicht der günstigste Anbieter sein, sie möchten die beste Supply Chain Organisation der Welt sein. Und genau diese Haltung erklärt auch, warum das Unternehmen so stark in Automatisierung, in On-Site-Lösungen und auch in digitale Tools investiert. Da geht es jetzt nicht um Preise, sondern um maximale Zuverlässigkeit und damit auch um maximale Kundenbindung. Fastenal ist klar auf die Industrie und auf die USA ausgerichtet. 75% der Umsätze kommen aus dem Manufacturing-Sektor, nur 8,5% aus dem Baugewerbe und 16,5% dann aus den restlichen Branchen wie Transport, Öl und Gas oder Healthcare. Regional ist das Geschäft sehr USA-lastig. 83% der Umsätze stammen aus den USA, 14% noch aus Kanada und aus Mexiko und nur 3% aus dem Rest der Welt. Die Fastenal-Aktie ist ja nach dem letzten Quartalsbericht im Q3 ein wenig gesunken, denn sie haben im letzten Bericht ein wenig enttäuscht, während sie im Bericht davor, im Q2-Bericht, richtig starke Zahlen geliefert haben und danach der Aktienkurs erstmal angesprungen ist, ist er jetzt im Q3-Bericht, nach dem Q3-Bericht halt wieder gesunken. Also der Gewinn pro Aktie lag bei 29 Cent statt 30 Cent, 1 Cent weniger, das ist jetzt kein Drama, aber halt unterhalb der Erwartung. Dazu kam noch eine klare Warnung, dass der Margendruck im nächsten Quartal auch zunehmen könnte, wegen verzogener Lieferungen, wegen höherer Kosten und möglichen Zollrisiken, die auch einwirken können. Gleichzeitig schwächelt aber derzeit auch in den USA die Industrieproduktion. Es herrscht weniger Nachfrage nach Zubehör und das spürt Fastenal auch. Der Produktmix, der hat sich auch verschoben,
denn diese hochmargigen Fasteners, also Schrauben und so weiter, die werden gerade weniger nachgefragt und dafür aber mehr margenschwächere Artikel und obendrauf steigen dann noch die Betriebskosten und alles in allem hat dann dafür gesorgt, dass der Aktienkurs eingebrochen ist. Aber schauen wir mal, wie sich die Profitabilität auch unabhängig der letzten Quartalszahlen so über die letzten Jahre entwickelt hat. Denn sie liefern eigentlich über ein Jahrzehnt eine beeindruckende, konstante Wachstumskurve. Der Umsatz ist von rund 2,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2010 auf knapp 8 Milliarden US-Dollar zuletzt angestiegen. Die Gewinne sind auch mitgewachsen und zwar sauber und ohne große Volatilität. Auf 5 Jahre liegt das Umsatzwachstum bei 7,2%. Der operative Gewinn, der wächst mit 6,4%, auch fast im Gleichschritt. Die operative Marge bleibt trotz Gegenwind stark, 20,2%. Das ist ein Wert, von dem viele Industriedistributoren auch nur träumen können. Also kurz gesagt, das ist jetzt kein Halbwachstum, aber schon extrem stabil und verlässlich. Neben der starken operativen Gewinnmarge von 20,2% haben sie auch eine starke Eigenkapitalrendite von rund 32,7%. Das ist ein Wert, den man sonst eher nur bei Softwareunternehmen sieht, nicht bei Schrauben und Arbeitshandschuhen. Und der Return on Invested Capital, der liegt ebenfalls bei 28,8%, was ein extrem guter Wert ist. Also jeder investierte Dollar, egal aus Eigen- oder aus Fremdkapital, der arbeitet fleißig und effizient. Also es ist kein Wachstumswunder, aber schon ein Profitabilitätsmonster. Und auch die Belohnung für uns Aktionäre, die kann sich sehen lassen in den letzten Jahren. Aktuell haben wir eine Dividendenrendite von 2,2%. Das ist erstmal nicht ganz so hoch, aber dafür sehr stabil und zuverlässig. Viel spannender bei der Fastnet ist aber auch das Wachstum dahinter. Im letzten Jahr hatten wir plus 11,84% Dividendenwachstum, im 5-Jahres-Schnitt 12,5% Dividendenwachstum pro Jahr im Schnitt und auf 10 Jahre immer noch im Schnitt 12,39%. Dazu kommt noch der Track Record von 27 Jahren ununterbrochener Dividendenerhöhungen. Aber die Ausschüttungsquoten sollte man hier im Auge behalten, denn die sind mittlerweile relativ hoch. Fastenal zahlt 82,2% des Gewinns und sogar 105% des freien Cashflows derzeit aus. Das ist jetzt nicht hochgefährlich, aber es bedeutet klar, dass der Spielraum für weitere große Steigungen hier echt knapp wird. Genau deshalb, also weil die Ausschüttungsquote so hoch liegt, liegt auch die nachhaltige Wachstumsrate, also das Wachstum aus eigener Kraft nach Dividendenabzug, nur noch bei 5,8%. Also ist logisch, wenn du alles ausschüttest von deinem Gewinn, bleibt nicht mehr viel übrig, was zurück ins Eigenkapital fließen kann, was dann auch weiter für Wachstum sorgen könnte. Auch auf der Seite der Aktienrückkäufe sehen wir leider gerade eine Flaute, denn im Moment kauft Fastenal keine Aktien zurück. Im Gegenteil, die Rückkaufrendite liegt bei negativen minus 0,1%, wahrscheinlich wieder wegen Mitarbeiteraktienausgaben. Also das Aktienrückkaufprogramm, was mal da war, existiert zurzeit nicht. Ist jetzt kein Beinbruch, weil sie auch nicht extrem viel neue Aktien ausgeben, aber Priorität hat die Dividendenerhöhung, nicht das Zurückkaufen eigener Aktien. Wenn wir schon lange Zeit in die Fastenal-Aktie investiert gewesen wären, dann hätten wir schon eine ordentliche Rendite damit erwirtschaftet. Denn in 10 Jahren liegt der Total Return bei 359%. Der reine Kursgewinn liegt nur bei 300% und auf 5 Jahre sind es immer noch 82,5% inklusive Dividenden und 66,3% reiner Kursgewinn ohne Dividenden. Also die Ausschüttungen sind hier schon nochmal ein kleiner Performance-Treiber, aber auch das Kurswachstum hat sich sehen lassen können. Ja, wie operativ stabil steht denn die Fastenal da und wie sicher wäre ein Investment? Wir schauen deswegen nochmal auf die Verschuldungsquoten. Und hier sehen wir, dass Fastenal extrem gut dasteht. Die Gesamtverschuldung zum EBITDA, die liegt gerade mal bei 0,2. Das heißt, das Unternehmen könnte mit ihrem EBITDA die gesamten Schulden in ein paar Monaten tilgen. Auch die Verschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital ist niedrig und sie sinkt sogar weiter. Nur 13,3%, also 13 Cent Schulden pro $1 Eigenkapital, das ist schon echt gering. Das ist ein Wert, von dem viele Industrieunternehmen auch träumen können. Der Zinsdeckungsgrad liegt auch wegen der zurückgehenden Verschuldung bei mittlerweile 276% auf den EBIT. Also die Zinskosten sind für Fastenal nicht mehr als irgendwie ein Rundungsfehler. Und der Free Cashflow pro Aktie, der steigt auch kontinuierlich und langfristig, trotz steigender Dividenden. Also genau diese Kombination aus niedrigen Schulden, hoher Zinsdeckung und eines hohen freien Cashflows, der macht Fastenal hier schon zu einem sehr, sehr sicheren Unternehmen. Buchwert und Substanzwert, die Aktien liegen hier auf exakt dem gleichen Niveau. Das heißt, Fastenal hat quasi keine immateriellen Güter wie Patente, Markenrechte und so weiter in ihrem
Portfolio, sondern das ist der reine Buchwert, das ist auch der Substanzwert. Also Fastenal wird schon hoch über ihrem bilanziellen Wert gehandelt mit 40,40 $, was die Aktie gerade wert ist. Aber zumindest haben sie keinen negativen Substanzwert und im Unternehmen steckt auch Substanz drin. Da Fastenal ja eigentlich ganz gut abgeliefert hat und nach dem letzten Q3-Bericht einfach der Kurs so gesunken ist, müsste doch eigentlich jetzt die Bewertung auch günstiger geworden sein. Ja, ein bisschen günstiger vielleicht schon, aber Fastenal ist leider kein Schnäppchen. Das KGV liegt bei 37,8 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis bei 11,9. Also traditionell wird Fastenal schon immer etwas teurer bewertet, weil das Geschäftsmodell halt so stabil ist, die Margen überdurchschnittlich und ja, die Bewertung im historischen Vergleich ist im Vergleich zu zuletzt ein wenig günstiger, aber im langfristigen Vergleich schon so am oberen Ende. Und wer hier einsteigt, der zahlt auch klar für diese Qualität. Das sieht man auch ganz gut in der Fair-Value-Betrachtung, denn beim aktuellen Kurs von etwas über $40 liegt Fastenal laut Investing Pro 15% über dem fairen Wert, also ist 15% überbewertet. 14 Modelle kommen im Durchschnitt auf $34,16 als fairen Wert, mit einer recht engen Spanne zwischen $30 und $40, also einer sehr geringen Unsicherheit, und Fastenal liegt da definitiv drüber. Auch die Analysten sind hier nur zurückhaltend optimistisch. Ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei $43,46 und damit nur leicht über dem aktuellen Aktienkurs. Aber Schätzungen gehen hier auch so von zwischen $31 bis $49. Und was die Modelle angeht, egal ob Discounted Cashflow Modell auf Umsatz, EBITDA oder Wachstum, fast alle landen irgendwo zwischen $33 und $36. Kurz gesagt, die Aktie ist zwar irgendwie solide aufgestellt, der Kurs ist auch zurückgegangen, aber günstig ist sie damit nicht. Ich möchte euch heute auch nochmal meinen Kooperationspartner Investing Pro vorstellen, denn die haben jetzt auch ein neues Feature rausgebracht, und zwar das Ideen-Feature. Hier gibt es verschiedene Anlagethemen, zum Beispiel nach berühmten Investoren, welche Hedgefonds investiert sind, oder auch nach speziellen Themen wie die Dividenden-Champions oder auch Investoren, die nicht so eine gute Rendite hatten in den letzten paar Jahren, was man vielleicht nicht nachmachen sollte. Wir schauen heute mal rein in die Founder-Leds, das sind nämlich Unternehmen, bei denen der Gründer weiterhin der Chef ist. Diese Ideen beinhalten dann halt Ranglisten der Unternehmen, die enthalten sind, eine Benchmark-Performance-Bewertung im Vergleich zum S&P 500 in dem Fall, die Softwarekonzentration, also nach welchen Branchen hier investiert ist, und die Portfolioübersicht, inklusive der Filter, den man sich vielleicht mal selber angelegt hat, wie Nicoles 10% Love You. Hier sieht man dann verschiedene Unternehmen, auf die das zutrifft. Wenn ihr euch selber für Investing Pro interessiert, dann habe ich euch in meinem ersten angehefteten Kommentar den Link dazu hinterlassen. Damit unterstützt ihr auch meinen Kanal. Aber um zu bewerten, wie gut die Fastenal jetzt tatsächlich dasteht, müssen wir sie mit Wettbewerbern vergleichen, denn nur da machen die Kennzahlen überhaupt Sinn. Und der Markt für die Industrieversorgung, also Industriedistributoren. Dieser Markt ist extrem fragmentiert. Es gibt viele kleine Anbieter und die Marktanteile sind deswegen auch gering, selbst bei den großen Unternehmen. Denn Fastenal hat gerade mal 2,86% Marktanteil. Das erklärt auch, warum Wachstum hier vor allem über Effizienz und guten Service bekommt, dass die Kunden alles aus einer Hand bekommen und nicht über Preiskampf. Der größte Player im Markt ist allerdings W.W. Grainger mit knapp 6% Marktanteil. Der ist noch ein bisschen breiter aufgestellt, globaler. Der hat auch mehr Katalogware und Online-Geschäft und auch das MRO-Geschäft. Dann gibt es noch MSC Industrial Direct, hat nichts mit der Reederei zu tun. Die liegen bei rund 1,33% Marktanteil und sind aber stärker auf Metallbearbeitung fokussiert. Noch unähnlicher zu Fastenal ist dann die Vesco International, sollte man aber auch erwähnen und vergleichen, denn sie sind Distributor für den Elektrobereich, also Elektrikmaterialien, Versorgungsgüter im Elektrobereich und haben damit teilweise Überschneidung zu Fastenal, aber nur in einigen Produktgebieten. Und dann habe ich nochmal als Vergleich den japanischen Konzern Monotaro mit aufgenommen. Falls ihr mein Video mit den 19 Dividenden-Wachstumsaktien gesehen habt, dann war das ein Unternehmen, was unter die Top 3 gekommen ist. Wir haben auch ein ähnliches Geschäftsmodell wie Fastenal, jetzt weniger mit diesen On-Site-Vendor-Maschinen, aber sie sind halt auch E-Commerce-Distributor für Industrieunternehmen und liefern auch ähnliche Produkte wie die Fastenal, aber halt überwiegend auf dem japanischen Markt. Und ich fand den Vergleich jetzt einfach spannend. Also los geht's. Ja, mit ihrer Marge von 20,2%, da ist Fastenal auch wirklich der profitabelste unter diesen ganzen Wettbewerbern. Der zweitbeste ist W.W. Grainger mit nur 15,4% operativer Marge und der drittbeste ist Monotaro mit 13,6%.
MSC und auch Wesco liegen im einstelligen Bereich bei der operativen Gewinnmarge. Bei den Kapitalrenditen hingegen, da ist die W. Grainger noch ein wenig profitabler aufgestellt als die Fastenal, denn sie haben ein ROIC von 30,5, während Fastenal hier nur bei 28,2 landet und eine Eigenkapitalrendite von sage und schreibe 46,7% und die Fastenal erreicht nur 32,7%. Als drittbester Wettbewerber haben wir hier wieder Monotaro im Spiel mit 28,8% Eigenkapitalrendite und 26,7% ROIC. Wesco und MSC liegen hier wieder deutlich darunter. Den stärksten Wachstum, den sehen wir im Moment allerdings bei der Wesco. Sie sind in ihrem Bruttoergebnis in den letzten 5 Jahren im Schnitt um 24,4% gestiegen und der Umsatz ist um 21,2% gestiegen. Der zweitbeste hier ist Monotaro. Sie sind auch um 17,9% in ihrem Bruttoergebnis bzw. 17% in ihrem Umsatz gestiegen. Alle anderen liegen im einstelligen Bereich. Also da ist gerade schon Wachstum da, aber nicht mehr Double Digit. Jetzt stelle ich mal die Dividendenrendite und das Dividendenwachstum gegenüber, um zu schauen, welches Unternehmen kurzfristig und langfristig die beste Dividende zahlt. Und da habe ich 2 Gewinner. Zum einen die Fastenal, weil sie schon eine Dividendenrendite haben von 2,2%, aber immer noch 12,1% Dividendenwachstum auf die letzten 5 Jahre. Monotaro schneidet aber hier auch gut ab. Sie haben zwar nur 1,4% aktuelle Dividendenrendite, aber sage und schreibe 20,4% Dividendenwachstum über die letzten 5 Jahre gehabt. Damit sind für mich beide die Gewinner. Die anderen liegen alle darunter. Der Verlierer ist hier Wesco mit nur 0,7% Dividendenrendite. W. Grainger, die haben auch nur 1% Dividendenrendite, aber auch nur um 7,3% gesteigert. Da kommt auf die Jahre auch nicht viel bei rum. Und MSC liegen hier bei beiden Werten auch nicht ganz so stark. Beziehungsweise Dividendenrendite schon. Mit 3,9% haben sie eine hohe momentane Rendite, aber 2,5% Wachstum ist jetzt auch nicht die Welt. Die Ausschüttungsquote war bei der Fastenal ja relativ hoch mit fast 80%. Wie sieht denn das bei den anderen so aus? Ja, MSC ist noch schlechter, kann ich gleich sagen. Die haben 95% Ausschüttungsquote momentan, also schütten fast alles aus. Das ist tatsächlich nicht mehr gesund. Und die anderen sind ein wenig besser aufgestellt. Also eigentlich schon viel besser. Denn W. Grainger hat nur eine Ausschüttungsquote von 24,1%, Monotaro 31,5%, aber der Gewinner in dem Vergleich hier ist die Wesco, denn sie haben die niedrigste Ausschüttungsquote von derzeit nur 19,8%. Wie sieht es denn mit derzeitigen Aktienrückkaufprogrammen aus? Bei der Fastenal haben wir ja gesehen, da läuft zurzeit nichts. W. Grainger ist hier der starke Gewinner, denn sie haben ein Aktienrückkaufprogramm und kaufen derzeit rund 2,9% eigener Aktien zurück, was auch wieder auf die Rendite geht. Dann haben wir Wesco, die haben auch ein Aktienrückkaufprogramm von 1,3%, MSC leicht von 0,5% und Monotaro derzeit nicht. Welches der Unternehmen ist denn am stärksten und am schwächsten verschuldet? Die Fastenal und die Monotaro sind beide meine Gewinner, denn sie sind gleich niedrig verschuldet mit dem 0,3-fachen ihres EBITDAs. W. Grainger hat das 0,9-fache des EBITDAs an Schulden, also hätte letztendlich auch die Schulden in unter einem Jahr gedeckt. Das ist auch nicht so der hohe Wert. MSC liegt leicht darüber mit dem 1,2-fachen, ist aber auch noch nicht kritisch. Und der einzige, der hier eine etwas kritischere Verschuldung hat, ist Wesco mit dem 3,8-fachen des EBITDAs. Ja, mit welchem der Unternehmen hätten wir denn jetzt in den letzten 5 Jahren die höchste Rendite in Form des Total Returns erlebt? Schauen wir da mal rein. Und hier heißt der Gewinner Wesco. Mit dem hätten wir inklusive Dividenden 306,6% Rendite erwirtschaftet. Auf dem zweiten Platz ist hier W. Grainger mit 137,8%. Auf dem dritten Platz schon die MSC Industrials mit 104,3%, also immer noch ein Verdoppler. Und Fastenal, mit der hätten wir nur 82,5% Total Return erreicht. Mit Monotaro sogar einen Total Return Verlust von 20,5%. Also obwohl Monotaro eigentlich auch ziemlich profitabel ist der Kurs gerade in den Keller gewandert. Da lohnt sich echt mal ein genauerer Blick, warum das so ist. Welches der Unternehmen ist denn von der Bewertung gerade attraktiv? Ja, also am attraktivsten ist immer noch die Wesco mit einem KGV von 20,6 derzeit. Danach kommt schon W. Grainger mit 26,1, MSC darüber mit 24,9, Monotaro mit 36,8 und am teuersten ist tatsächlich die Fastenal mit 37,8. Und von den Upside-Potenzialen, da sehen die Analysten bei der Fastenal ja 11,7% Upside, bei W. Grainger 10,6%, bei
Vesco 11,1% Upside-Potenzial und bei Monotaro auch noch 9,1%. Die Fair-Value-Berechnungsmodelle hingegen, die sehen ausschließlich bei Monotaro Upside-Potenzial von 7,5% und die Berechnungsmodelle sehen alle 4 anderen Unternehmen überbewertet. Entweder im einstelligen Bereich oder schon Double-Digit. Fastenal 15,4% überbewertet, Vesco 15,8% überbewertet, WW Grainger um 8,8% überbewertet und MSC auch noch um 6,5% überbewertet zurzeit zum aktuellen Kurs. Ja, dann komme ich mal am Fazit. Was solltet ihr im Auge behalten, wenn ihr an der Fastenal interessiert seid oder investiert seid? Sie bleiben einfach ein hochprofitabler Industriegigant. Die sind tief in die Abläufe der Kunden auch verzahnt und operativ aus dem Markt auch kaum noch wegzudenken. Die Margen sind wirklich top, die Kapitalrenditen sind auch gut und das ist in der Branche jetzt nicht ganz so häufig anzutreffen. Aber die Ausschüttungsquote, die ist schon echt hoch und das interne Wachstum ist dadurch gebremst. Die Bewertung ist derzeit ambitioniert. Der Kurs ist zwar zuletzt zurückgegangen, aber das zeigt einfach nur, wie stark die Fastenal nach dem Q2-Bericht noch mehr überbewertet war. Also schwer zu sagen, Fastenal wirkt selten wirklich günstig, ob sie wirklich mal in eine noch günstigere Bewertung reinfallen. Ich selber habe die Fastenal auch in meinem Portfolio. Derzeit immer noch mit Gewinn, weil ich länger halt investiert bin. Aber aktuell durch den letzten Kurs ist sie auch halt im Gesamtportfoliowert ein bisschen geschrumpft. Deswegen lasse ich momentan Sparpläne drauf laufen, um die Position wieder ein bisschen hochzuziehen. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Einmalkauf der Fastenal machen würde, weil von der Bewertung her ist sie trotzdem recht hoch. Die Ausschüttungsquote ist mir persönlich eigentlich auch ein bisschen zu hoch. Ich hoffe, das geht einfach wieder runter in der nächsten Zeit. Von den anderen Wettbewerbern, da spielt Vesco halt in einer ganz anderen Liga, sowohl was die Produkte angeht, mehr im Elektrobereich, aber sie wachsen auch derzeit viel stärker. Sie sind aber auch deutlich unsauberer noch beim Verschuldungsniveau und auch weniger stabil im Kerngeschäft. Aber sie liefern halt im Moment den stärksten Wachstum und auch das stärkste Total Return. WW Grainger bleibt auch ein großer Favorit und er bleibt der klassische Quality Compounder. Der ist breiter diversifiziert, der ist auch solide wachsend, ebenfalls aber teuer bewertet. MSC ist ein bisschen defensiver, operativ aber auch deutlich schwächer, hat man jetzt auch an den Zahlen gesehen. Und Monotaro ist ja jetzt nicht wirklich ein Konkurrent, aber einfach auf dem japanischen Markt nochmal eine interessante Alternative. Die sind zuletzt wirklich abgestraft worden. Warum, weiß ich jetzt gerade nicht, müsste ich rausfinden. Aber auch stark beim digitalen Modell, weil ich hatte da ja mal die Zahlen auf den Tisch gelegt in einem meiner letzten Videos und da haben sie auch ganz gute Zahlen eigentlich geliefert. Zuletzt waren sie einfach nur irgendwie ein Underperformer, warum auch immer. Also unterm Strich ist Fastenal schon so ein Stabilitätsanker im Portfolio. Sie sind hochprofitabel, verlässlich, sind nützlich, also sinnvoll verzahnt in die Unternehmensprozesse der Unternehmen, sind echt nicht mehr wegzudenken. Und für mich bleibt es einfach ein spannender Industriewert und unter den Industriewerten bleibt das auch einer meiner Favoriten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann, wie gesagt, lasst mir gerne ein Gefällt mir da und abonniert auch meinen Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr von mir. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao, ciao.